Assalamu alaikum, willkommen zu meinem neuen Video, ihr Lieben. Dieses leckere indisch-pakistanische Festtagsreisgericht, das Rezept für den Biryani, das hatten wir schon einmal gedreht, und zwar ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, Videos zu drehen. Leider war damals die Qualität meiner Videos noch nicht so gut und auch der Schnitt der Videos war nicht besonders vorteilhaft. Und das ist der Grund, warum wir dieses Rezept heute noch einmal drehen, denn ich finde, dieses leckere Gericht sollte einfach in besser Qualität vorzufinden sein, damit man es dann auch gut nachkochen kann. Und weil dieses besondere, exotische Reisgericht einfach jedem gut schmeckt, werde ich euch jetzt zeigen, wie man diesen Reis zubereitet, inshallah. Wir fangen damit an, indem wir 2 große Zwiebeln in kleine Würfel hacken werden, und diese Zwiebeln werden wir dann gleich schon mal in einen großen Topf geben. Wir benutzen hier jetzt einen Gänsebräter, weil der keine Plastikhenkel hat. Dann werden wir etwa 10 Knoblauchzehen ganz fein reiben und etwa insgesamt 4 cm Ingwer, frischen Ingwer, auch klein reiben. Und dann haben wir hier jetzt 4 Hähnchenschenkel, die wir auf diese Weise enthäuten werden und jeweils in 3 Teile aufteilen werden. Und diese Innereien, die zum Teil noch an diesen Schenkeln haften, die werden wir natürlich auch entfernen, denn die mag ich persönlich nicht an dem Fleisch dran und dem Reis. So, und dann werden wir dieses Fleisch auch zur Seite stellen, nachdem wir es enthäutet, geschnitten und von den Innereien befreit haben. Insgesamt haben wir hier jetzt also 12 Hähnchenteile für dieses Gericht. Jetzt werden wir zuallererst die Zwiebeln mit Öl zusammen in diesem Gänsebräter anbraten. Und zusammen mit den Zwiebeln werden wir dann auch gleich schon die groben Gewürze hinzugeben. Wir haben hier jetzt ein großes Zimtstück, eine Zimtstange, dann haben wir hier Kreuzkümmel, 1 Teelöffel, dann haben wir hier Nelken, kleinen, also grünen Kardamom, großen Kardamom, 3 Lorbeerblätter. Das ist, was wir an groben Gewürzen hinzugeben werden. Die werden wir zusammen mit den Zwiebeln anbraten, und zwar so lange, bis die Zwiebeln anfangen braun zu werden. Und sobald die Zwiebeln dann etwas braun, also anfangen braun zu werden, werden wir dann Knoblauch und Ingwer hinzugeben. Dieses Stadium haben wir jetzt hier erreicht, wie wir sehen. Jetzt geben wir Knoblauch und Ingwer hinzu und braten jetzt diese ganzen Zutaten so lange an zusammen, bis sie richtig braun sein werden. Also bis Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln richtig braun sein werden. Und sobald das der Fall sein wird, werden wir schnell etwas Wasser hinzugeben, damit nichts anbrennt, bevor wir dann die gemahlenen Würze hinzugeben werden. Jetzt ist es bald soweit, dass wir das Wasser hinzugeben werden. Und jetzt kann ja nichts mehr anbrennen. Jetzt geben wir die Gewürze hinzu. Wir fangen hier mit gemahlener Muskatblüte an. Dann haben wir hier Chili-Nachgeschmack, dann haben wir Muskatnuss, dann haben wir hier Kurkuma, Pfeffer, Garam Masala selbst gemahlen, Koriander selbst gemahlen, Kreuzkümmel selbst gemahlen und in der Mitte Natursalz. Natursalz sind mindestens 4 Teelöffel und das alles andere ist jeweils 1 Teelöffel. Für diese Reisgerichte benutzen wir immer ziemlich viel Salz, damit man hinterher überhaupt etwas von dem Salz schmeckt, weil Reis es immer so an sich hat, das Salz zu verschlucken sozusagen. Jetzt braten wir die Gewürze eine Weile mit an, damit sie ihr Aroma entfalten können, und dann geben wir eine ganze Packung passierte Tomaten hinzu, die wir dann auch noch mal kurz mit etwas Wasser ausspülen werden und das auch noch mal hinzugeben werden. Und dann werden wir auch noch eine Packung Naturjoghurt hinzugeben. Man kann schon jetzt diesen herrlichen Duft wahrnehmen von diesen leckeren exotischen Gewürzen. Was ganz bezeichnend für diesen Biryani ist, ist eben diese Muskatblüte, die unbedingt dabei sein muss. Muskatblüte und Muskatnuss, beides gemahlen, muss unbedingt an Gewürzen dabei sein. Und jetzt geben wir hier noch Safran hinzu, so eine Fingerspitze echten Safran, der ist auch wichtig. Der darf nicht fehlen bei diesem Gericht, aber auch die anderen Gewürze, die dürfen alle nicht fehlen. Jetzt geben wir auch schon das Fleisch hinzu. Und damit haben wir eigentlich alles schon, was wir jetzt für die Soße benötigen. Das ist jetzt alles im Topf drin, und jetzt werden wir einfach mal die Soße aufkochen und dann den Deckel drauf geben und dann auf kleiner Flamme alles so lange köcheln lassen, bis das Fleisch weich und gar sein wird. Wenn man diesen Reis jetzt für Gäste kocht, dann könnte man diese Soße theoretisch schon einen Abend vorher vorbereiten, dann hat man nicht so viel Stress am nächsten Tag, wenn dann die Gäste kommen.
Da muss man nur noch den Reis zubereiten praktisch. Den Reis werden wir hier jetzt einweichen. Das sind 4 kleine Tassen Basmati-Reis. Das muss unbedingt Basmati-Reis sein, kein anderer Reis, weil das eben der beste Reis ist, also der am besten schmeckendste und am besten duftendste Reis weltweit. Also den braucht man unbedingt, wenn man so ein Reisgericht, so ein Festtagsreisgericht zubereiten möchte, dann sollte man schon unbedingt den Basmati-Reis dafür verwenden. Den weichen wir jetzt 1 Stunde vorher ein, bevor wir das Gericht zu Ende kochen werden. Und während die Soße und das Hähnchen kocht, werden wir jetzt auch schon den Tzatziki vorbereiten. Dazu nehmen wir ein Päckchen Naturjoghurt, ein Schuss Milch, etwas gefriergetrocknete Kräuter und Himalaya-Salz nach Geschmack. Das war's dann auch schon und damit bereiten wir einfach den Tzatziki, den sogenannten Tzatziki vor. Den kann man dann zusammen mit dem Reisgericht hinterher servieren. So, zwischendurch rühren wir immer mal wieder um, einfach, damit auch die Hähnchenstücke alle ein bisschen gewendet werden. Ja, und lassen den weiter köcheln, bis die Hähnchen gar sein werden. Nachdem der Reis lange genug eingeweicht war, er sollte schon mindestens 2 Stunden eingeweicht werden, finde ich, waschen wir ihn jetzt durch und setzen Wasser auf, das haben wir schon getan, und bringen das Wasser zum Kochen. Und hier kocht das Wasser jetzt schon und dann geben wir den durchgespülten und gewaschenen Basmati-Reis hinzu und werden den jetzt halb gar kochen, nur halb, nicht fertig. Und währenddessen bereiten wir hier schon mal diese Lebensmittelfarbe zu. Dazu geben wir so eine Teelöffelspitze in so ein kleines Glas mit ganz bisschen Wasser rein. Das ist einfach später für die Farbe. So, und wenn der Reis jetzt so halb gar ist, das heißt, wenn man mit dem Finger den Reiskorn schon durchbrechen kann, ganz leicht, wenn es schon ganz leicht durchzubrechen geht, dann ist der Reis fertig sozusagen, also dann muss er rausgeholt werden, durch das Sieb abgegossen werden und dann kommt jetzt dieser Reis auf die fertig gekochte Soße, also die Soße ist jetzt fertig gekocht, das heißt, das Hähnchen ist schon gar. Darauf geben wir jetzt den halb gekochten Reis und streichen ihn einfach nur glatt, also wir vermischen den auf gar keinen Fall mit der Soße, der wird nur so da drüber gegeben und glatt gestrichen. Und dann werden wir diese Lebensmittelfarbe, also dieses Lebensmittelfarbe Wasser, an 3 Stellen so da drüber gießen. Das ist nachher für die Farbe wichtig, denn dieser Reis soll so 3 Farben am Ende bekommen. Weiß, Orange und eben braun von der Soße. So, und dann geben wir den Topf jetzt in den vorgeheizten Ofen und lassen ihn etwa eine halbe Stunde lang gar kochen. Und nach einer halben Stunde schauen wir nach und sehen, dass eben sämtliches Wasser inzwischen von dem Reis aufgesogen wurde, also nicht Wasser, sondern von der Soße. Ist also keine Soße mehr vorzufinden. Die sämtliche Soße wurde von dem Reis aufgesogen und ist jetzt, also der Reis ist jetzt auch fertig, der ist gar gebacken worden und jetzt tun wir das Ganze ganz vorsichtig so umrühren und dabei die groben Gewürze schon mal entfernen, denn die wollen wir ja nicht mitessen, die sind ja nur für das Aroma da. Den Reis werden wir nur sehr vorsichtig umrühren und mit der Soße vermischen. Also die Soße ist ja eigentlich schon von dem Reis aufgesogen worden, aber wir werden den jetzt umdrehen und vermischen und dadurch entsteht dann auch diese Dreifarbigkeit des Reises, wie wir sehen. Die groben Gewürze nehmen wir natürlich alle raus, wie wir schon gesagt hatten. Und dann geben wir den Reis, nachdem wir ihn fertig vermischt haben, auf einen großen runden Teller. So kann man den letztendlich servieren. Und wir sehen hier jetzt auch die Dreifarbigkeit des Reises. Wir sehen immer zwischendurch mal noch paar weiße Körner und paar braune und gelbe Reiskörner. Das sieht eben schön fürs Auge aus und dieser Reis verströmt übrigens einen himmlischen Duft, Mashallah, nach diesen exotischen, herrlichen Gewürzen. Besonders eben diese Muskatblüte, die ist eben das Besondere an diesem Reis, Mashallah. Ja, und so kann man ihn letztendlich servieren, indem man ihn auf einen großen, runden Teller gibt und alle Gäste dann um diesen Teller herum sitzen werden und man den Reis dann so zusammen verzehren wird, denn darin steckt einfach sehr viel mehr Segen, wenn man den Reis so zusammen isst, als wenn jeder für sich alleine essen würde. Man reicht dazu noch den Tzatziki, den wir vorhin zubereitet hatten. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und viel Erfolg beim Nachkochen und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.